In weniger als 3 Monaten heißt es wieder, O-Zapft ist auf der Theresienwiese in München. Die Vorfreude auf das Oktoberfest bei Stammgästen und wird natürlich riesig, jetzt aber ein Dämpfer. In einigen Festzelten wird der Mastpreis erstmalig die 15-Euro-Marke knacken. Das ist schon ganz schön happig, ne? Inflation, Personalkosten und gestiegene Energiepreise hinterlassen einmal mehr ihre Spuren. Und das natürlich nicht nur auf dem Oktoberfest, wie Philippa Vögeding zeigt. Im September heißt es in München wieder, O-Zapft ist. Nach dem ersten Fassanstich gehen mehrere Millionen Liter Bier über den Tresen. Doch die Vorfreude ist in diesem Jahr getrübt. Die ersten Zelte auf der Theresienwiese werden wohl beim Maßpreis die 15-Euro-Marke knacken. Das kann sich ja nicht jeder leisten und jeder ginge mal gern auf die Wiese. Was weiß, dann überlege ich mir schon zweimal, ob ich wirklich da hingehe, weil wenn ein Maß 15 Euro kostet, dann komme ich ja höchstwahrscheinlich nicht unter 200 Euro da raus. Unglaublich. Es ist wirklich irgendwo übertrieben. Das geht gar nicht. Die Wiesenwirte sind sich des hohen Preises bewusst, doch auch sie müssen ihre Kosten decken, so der Sprecher der Wirte. Ich meine, generell ist natürlich der Faktor Personal ein Thema. Was wir jetzt dieses Jahr speziell erlebt haben, war natürlich leider, muss ich sagen, die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes wieder für die Speisen von 7 auf 19% zurück. Das war erstmal eine Reduzierung, die man uns zugestanden hat. Das hat natürlich nochmal die Preise dieses Jahr deutlich erhöht, vor allem im Speisenbereich. Aber man merkt jetzt auch diese inflationären Tendenzen, die dazukommen. Nicht nur auf dem Oktoberfest ist die Inflation immer noch deutlich zu spüren. In manchen Branchen scheinen die Preise weiter zu explodieren. Sei es beim Essen gehen, wo ein Schnitzel inzwischen auch gerne mal 30 Euro kostet, oder der Führerschein, der aktuell durchschnittlich über 3.000 Euro kostet. Die Preise klettern immer weiter, obwohl die Inflation, die im Oktober 2022 noch bei 10,4% lag, inzwischen wieder auf 2,4% gesunken ist. Die Verbraucherpreise heute sind fast 20% höher als kurz vor Ausbruch von Corona. Aber kaum jemand hat eine Gehaltserhöhung um 20% bekommen. Das heißt, die Menschen haben an Kaufkraft eingebüßt und sind sehr sensibel, was das Thema Inflation anbelangt. Und dass die gefühlte Inflation mittlerweile höher ist als die tatsächlich vom Statistischen Bundesamt gemessene Inflation. Lieferknappheit aufgrund von Corona und Energiepreisexplosion durch den Krieg in der Ukraine haben ihre Spuren hinterlassen und hinterlassen noch immer ihre Spuren im Portemonnaie. Die Wiesenwirte sind dennoch zuversichtlich, dass die Wiesenliebhaber sich trotzdem nicht von der ein oder anderen Maß abhalten lassen.